Hi Leute, willkommen zu Drango About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Heute geht es dann mit dem dritten Teil und hoffentlich auch dann dem letzten Teil vom Gehstockbau weiter. Dann will ich euch nicht länger nerven oder langweilen. Wenn euch das ganze Thema schon gefallen hat in den ersten zwei Teilen, bleibt dran. Wir sehen uns. Dann werden wir das Ganze jetzt erstmal noch glätten beim Heißluftföhn. Und dann können wir anfangen zu pinseln. So, das Ganze lassen wir jetzt noch ein bisschen abkühlen. Und dann fangen wir an, das Ganze zu pinseln. Dann fangen wir mal an und werden das Ganze mal ein bisschen latexen. In dem Fall werde ich mal latexen. Ich habe jetzt hier noch Schichten drauf gemacht. Für den Griff, hier, das machen wir nachher in Acrylfarbe, damit die Farbe nicht zu dick wird. Das ist alles mit Latex. Hier kommen noch Applikationen drauf, bis auf das Stück, da habe ich mich entschlossen. Da werde ich wohl Leder nehmen, damit man nachher angenehmer greifen kann. Und wie ihr hier seht, ist das Ganze ein bisschen eskaliert. Und zwar habe ich das untere Stück hier mit einzelnen Abgüssen gemacht und den Rest dann mit sowas hier. Hab das dann raus, einmal drum gewickelt, auf die Länge abgeschnitten. Sonst hätte das wahrscheinlich 2-3 Wochen mit den zwei Formen gedauert. Das obere Stück werde ich dann wieder mit den kleineren Abgüssen machen. Das denke ich mal reicht, was ich da jetzt habe. Und habe das dann bis hier oben gemacht und dann abgeschnitten. Ja, soweit. Dann machen wir jetzt erstmal schon mal, damit das schon mal antrocknen kann. Da habe ich dunkles Braun wieder. Weil das Ganze will ich ja in Holzoptik machen. Da bin mal gespannt, wie das dann nachher aussieht. Ich werde jetzt erstmal mit dunklem Braun schon mal so eine Grundfarbe machen wieder. Und dann nachher nochmal mit einem helleren drüber gehen. Ich werde das dann diesmal auch nicht nachdunkeln, damit das nicht zu dunkel aussieht. Okay, könnte man natürlich machen, wenn es dann älter aussehen soll diesmal, aber das habe ich diesmal nicht vor. Das soll schon, mal gucken. Ich will es diesmal ein bisschen heller halten, wie sonst. Ihr wisst, ich mache es ja lieber dunkel von den Farben her. Das Braun ist jetzt soweit trocken. Also Leute, wenn das irgendwie ein bisschen rumpeln und pumpen hört, wundert euch nicht. Hier zieht gerade ein Gewitter drüber. Also, ne, den nehmen wir lieber nicht. Da war nämlich der blöde Schwarze. Nehmen wir einen anderen. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr irgendwas rumpeln hört, da sind nicht die Boxen kaputt. Das liegt dann dran, dass hier ein Gewitter ist. Beziehungsweise kommt über oder drüber zieht. Also regnen tut es noch nicht. So, dann gehe ich hier mal so ein bisschen noch mit Ocker drüber. Damit das Ganze nachher noch so ein bisschen hellere Stellen kriegt. Bin gespannt. Wie gesagt, diesmal werde ich mal nicht so dunkel machen. Sonst gehe ich ja immer noch ein bisschen mit Schwarz drüber und dunkel was nach. Das werde ich mir heute mal bei dem Teil hier mal verkneifen. Mal gucken, wie es nachher aussieht. Hier auch noch so ein bisschen drüber. Obwohl das hier eigentlich egal ist, weil da ja später Leder drüber kommt. Aber so der Vollständigkeit halber machen wir das auch noch. So. Schön dünn nur drauf. Bis hier hin und dann, ja, das lassen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen. An ein paar Stellen, glaube ich, muss ich noch ein bisschen drüber gehen. Da bin ich noch nicht ganz so zufrieden, aber so im Großen und Ganzen sieht das eigentlich schon, finde ich, ganz gut aus. So, das hängen wir jetzt erstmal wieder auf und lassen ein bisschen trocknen. Dann machen wir mal hier an dem Teil weiter.
Ja, das ist jetzt soweit trocken. Das sieht schon ganz interessant aus. Nachher, wenn dann der Klarlack drauf ist, sieht das natürlich auch noch besser aus. Ich muss sagen, mit dem Braun hier, das Getupfe, das sieht ein bisschen aus wie Rost jetzt. Da muss ich mal bei Gelegenheit mal wieder was anderes probieren. So, das hier haben wir jetzt auch. Dann machen wir erstmal die Kordel hier ab und machen die hier oben dran. Weil hier am oberen, da aus dem Klarlack brauchen wir ja nichts mehr drauf zu machen. So. Jetzt muss ich aufpassen, hier hatte ich noch das Gummibraun dran. Dann fangen wir erstmal an mit dem Silber. Ja, doch. Also ich muss sagen, ja. So, dann hängen wir das Ganze jetzt erstmal wieder auf. Oder machen wir das doch Bronze? Ja, wisst ihr was, Leute, ich glaube, da mache ich doch Bronze. Das sieht mir doch ein bisschen zu langweilig aus. Doch, wir machen ein bisschen Bronze. Wie ihr seht, ich bin mal wieder so ein bisschen unentschlossen, aber das kennt ihr ja bei mir. Machen wir jetzt einfach mit Bronze nochmal drüber. Das Schöne ist, das Bronze ist was dunkler wie das Silber, da können wir ohne Probleme drüber gehen. Wie gesagt, das sieht dann auch ein bisschen mehr holzig aus, dann ist das vielleicht auch besser. Mal schauen. Ja, das kommt mit dem Farbton ungefähr mit dem Holz hin. Wie gesagt, ich hätte jetzt auch Gold oder was nehmen können. Das Metall hätte jetzt auch gut ausgesehen, aber ich glaube, das ein bisschen abzusetzen noch farblich. Ja, mal gucken. Ich will das Ganze ja relativ simpel halten. So sieht das jetzt mit dem Bronze aus. Das kommt so mit dem Braunton hier ungefähr hin. Jo. Dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal wieder trocknen. Und wenn wir dann alles fertig haben, können wir schon eine Klarlack drauf. Das Ding wird bestimmt richtig geil, Leute. Also ich muss sagen, wenn das dann nachher noch alles richtig gut reinpasst, ohne Probleme wie am Anfang, wird das richtig gut. Dann werden wir jetzt mal anfangen. Das Ganze hier mal ein bisschen Klarlack drauf. Dafür nehme ich mal wieder vom Flexipaint den matten. Dann wollen wir mal loslegen. Ich bin echt mal gespannt, wie das Ganze nachher aussieht. Der Klarlack ist jetzt soweit trocken. Das tun wir mal auf Seite. Das brauchen wir erstmal nicht. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Leder drum. Das brauchen wir nicht. So. Das klappt schon mal ganz gut. So. Dann haben wir das schon mal angeklebt. Jetzt schaue ich mal wieder ein bisschen auf Seite. Ja, dann nehmen wir noch braunes Antik-Finish. Das Ganze schon mal so ein bisschen was altern lassen. Ich hoffe, ich habe auch das Braune. Ja, dunkelbraun. Dann sieht das schon so ein bisschen abgenutzt danach aus. Passiert zwar sowieso von selber dann durchbenutzen, aber ich hab's lieber, wenn es nicht am Anfang schon direkt noch so neu aussieht. Eine Sache habe ich schon rausgefunden. Also mit dem Reinschieben, da geht schon ein bisschen immer der Lack ab. Also das war jetzt auch noch nicht so die optimale Lösung.
Da wollen wir mal gucken. Also es geht schon. Ja. Rein. Ihr seht, ist auch relativ fest. Also da geht so schnell nichts. Ja. Und rausziehen kann man da auch wieder. Nur wie gesagt, hier so an den Stellen geht ein bisschen dann die Acrylfarbe ab. Vielleicht hätte ich noch ein paar Schichten mehr oder vielleicht, dass ich hier innen noch ein bisschen was hätte machen sollen. Also das ist noch nicht so ganz das Optimale, aber es funktioniert eigentlich schon ganz passabel. Wie gesagt, ist ja auch mehr so als kleiner Gag gemeint. Ne? Im Endeffekt soll es ja nur ein Gehstock sein. Ist ja nicht, dass die Leute dann permanent mit dem Ding kämpfen sollen. Das ist mir so als Überraschung gedacht. Ja. Dann gehen wir mal ein bisschen näher ran an das Ganze. Das tun wir auf Seite. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Ja. So. Das Endstück machen wir mal, das sieht noch mit am schönsten aus. Das ist dann da, wo ich dann die ganzen Sachen einzeln drauf gepackt habe. Aber wie gesagt, das ist halt eine Heidenarbeit. Ne? So. Wie ihr seht, das hat soweit funktioniert. Wie gesagt, das ist noch ein bisschen, eher an den Stellen hier halt noch ein bisschen, da geht wieder der Färb ab. Das ist natürlich nicht so toll. Da muss ich mir halt noch was einfallen lassen. Das dann an den Stellen, ich weiß nicht, ob das jetzt hier irgendwie dran liegt. Aber ich denke mal, das liegt dran, weil die Farbe ja auch ein bisschen dicke hat. Und dadurch ist das, weil das ja sehr stramm drin sitzt. Ja, seht ihr, ihr müsst das ein bisschen reindrehen, damit das vernünftig sitzt. Aber das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Wie gesagt, war jetzt auch nur so ein Prototyp. Mal gucken, vielleicht fällt mir da auch noch irgendwas zu ein. Ja, das war es dann mit dem Gehstock, mit der Klinge drin. Dann hoffe ich mal, ihr könnt ja mal schreiben, vielleicht habt ihr ja auch noch eine Idee, dass das vielleicht ein bisschen, ich war ja am Überlegen, das Ganze irgendwie mit einem Neodynmagnet zu machen. Aber, naja, guck mal. So, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.